Den Geschehnissen nach zu urteilen, haben die Fischer einen Marlin von beträchtlicher Größe an der Angel, aber es scheint, dass die Beute nicht so einfach aufgeben wollte. Anstatt gehorsam der Angelschnur zu folgen, entschied sich dieser Fisch für einen Gegenangriff und sprang mit voller Wucht direkt auf das Deck der Yacht. Die Fischer hatten mit einer solchen Wendung der Ereignisse offensichtlich nicht gerechnet und unter ihnen brach echte Panik aus. Einer stürzte sich hektisch darauf, den tobenden Fisch zu fangen, aber es stellte sich als nicht so einfach heraus, mit ihm fertig zu werden. Der zweite entschied offenbar, dass es nicht in seiner Macht stand, gegen den Marlin zu kämpfen und sprang einfach über Bord. Ich hoffe, dass ihn im Wasser nichts erwartete. Ein noch größerer Raubfisch. Aber am meisten überrascht der ältere Mann, während um ihn herum Chaos, Herumrennen und Schreie herrschen, steht er da, als hätte er so etwas schon oft gesehen. Vielleicht ist es nicht das erste Mal, dass ein Marlin sein Schiff angreift, oder er hat einfach Nerven aus Stahl. In jedem Fall wünschen wir diesen Fischern viel Glück und starke Ausrüstung. Wer weiß, vielleicht fangen sie das nächste Mal etwas noch Entschlosseneres und ich gehe zum nächsten Video über. Jeder Angler weiß, dass man eine Erlaubnis zum Fischen an speziellen Orten von den Aufsichtsbehörden erwerben muss. Aber gilt diese Regel immer? Hier ist ein direkter Beweis für das Gegenteil. Der Autor des Videos filmt einen Seelöwen, der entlang der Küste schwimmt. Niemanden störte es, dass er so nah an den Menschen schwimmt. Aber wie die Praxis zeigte, hätte man vorsichtig sein sollen. So entschied sich der Seelöwe nach einer kurzen Patrouille entlang des Perimeters herauszukommen und den örtlichen Fischern zu sagen, dass er keine Erlaubnis gegeben hat. Auf das Fischen, ein solch unerwartetes Willkommen, hatte niemand erwartet. Einer der Männer, verblüfft von dem Geschehen, rannte los. Aber wie wir sehen, hat der Mann schon lange nicht mehr gejoggt. Oder, sehr schlecht. Denken Sie von nun an daran, dass Sie beim Angeln nicht allein sind. Überall gibt es diejenigen, die Ihnen ihre Rechte mitteilen wollen, ob Sie es wollen oder nicht. In diesem Video können wir ein klassisches Beispiel dafür sehen, wie man beim Eisfischen nicht mit dem Fisch umgehen sollte. Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass der Angler seinen Kopf warm halten sollte. Vielleicht würde er dann keine so unüberlegten Entscheidungen treffen. Nachdem er den Fisch aus dem Eisloch gefangen hatte, löste der unglückliche Angler den Hecht nicht vom Haken und ließ ihn 30 Zentimeter vom Fluchtort entfernt liegen. Ich kann vermuten, dass der Angler einen zu kleinen Haken gewählt hat, den der Fisch einfach verschluckt hat. Deshalb ging der junge Mann, um zusätzliches Werkzeug zu holen. Aber die Beute dachte sicherlich nicht daran. In diesem Moment wurde sie von einem ganz natürlichen Instinkt geleitet. Der Überlebensinstinkt? Als ich dieses Video zum ersten Mal sah, zog ich 2 wichtige Lektionen daraus. Die erste: Gib niemals auf. Selbst ein Hecht versteht das. Die kleine Fisch nutzte die Gelegenheit und bewegte sich mit letzter Kraft zum rettenden Eisloch. Mit einiger Anstrengung schaffte es der Hecht mit ein paar Zügen ins Wasser. Und die zweite Lektion: Das Leben verlangt manchmal einen zu hohen Preis für seine Lektionen. Der arme Fischer, der die Flucht verpasste, verlor nicht nur den Fisch, sondern auch die Angelrute, was für ihn ein völliges Scheitern bedeutet. Besonders amüsant war, wie der Hecht auf seine Gelegenheit zur Flucht wartete. Der Fisch zeigte keinerlei Lebenszeichen, bis der Fischer aus dem Bild verschwand. Aber sobald er sich weiter entfernte, war der Hecht nicht mehr aufzuhalten. Wir bedauern den Fischer und machen weiter. In diesem Video können wir erneut beobachten, wie der Kampf um Ressourcen unter Tieren stattfindet. Wie wir sehen, hat eine Gruppe von Männern einen ziemlich ungewöhnlichen Fang gemacht, einen kleinen Hai. Während sie die Beute allmählich an Land zogen, erwarteten die Männer überhaupt nicht, was als nächstes passieren würde. Zuerst dachte ich, dass alle Probleme von dem Hai ausgehen würden, der ein gefährlicher Raubfisch ist. Aber die Auflösung dieses Videos war unerwarteter. Sobald der Hai im Sand lag, wechselt der Autor des Videos die Aufnahme und richtet den Blick wieder auf das Wasser. Es stellte sich heraus, dass ein weiterer Charakter, ein Krokodil, Anspruch auf den Fang der Fischer erhob. Es kroch schnell zum Hai und versuchte, ihn zu packen. Die Fischer hatten nicht vor, ihre Beute abzugeben und gaben dem Dieb schnell einen Schlag auf den Kopf. Krokodile verstehen die Sprache der Stärke sehr gut. Deshalb machte sich der erfolglose Räuber sofort wieder auf den Weg ins Wasser. Und wir machen weiter. Das nächste Video bewegt sich an der Grenze zwischen Realität und Inszenierung, obwohl ich eher dazu neige zu glauben, dass der Fischer unglaubliches Glück hatte. Was sehen wir? Ein fröhlicher Fischer arbeitet mit 2 Angelruten, anscheinend hat er etwas am Haken. Ein weiterer Fisch. Als der Mann ihn zum Boot zog, überkam ihn plötzlich ein Anfall von Ungeschicklichkeit. Das Ergebnis war eine verlorene Angelrute und eine getrübte Stimmung. Aber der Fischer beschloss nicht den Mut zu verlieren, denn er hatte noch die zweite Rute. Diese Angel hielt der fröhliche Kerl fester. Und das nicht umsonst. Zusammen mit dem Fisch gelang es dem Jungen auch, seinen Verlust herauszufischen. Ich glaube, der Fisch von der ersten Angel hat sich mit der zweiten verheddert. So ein Fang ist es geworden. 2 Fische und eine Angelrute. Das sollte jedem so gehen.
Wenn Sie denken, dass ein Fisch niemals von selbst in die Hände eines Anglers springt, dann irren Sie sich gewaltig. Schauen Sie sich dieses Video an und überdenken Sie Ihre Meinung. Der Autor der Aufnahme und seine Freunde hatten keine Kescher dabei. Aber offensichtlich trafen sie auf die erste Art von Fischen, die sich im Wasser unwohl fühlt. Wie sonst kann man das Geschehen erklären? Ja, es gibt fliegende Fische, aber die leben im Meer. Und hier ist irgendein lokales Gewässer. Im Allgemeinen, wenn Sie nach einem Paradies für Angler gesucht haben, hier ist es, aber ohne Witze. Habe ich aus Interesse beschlossen herauszufinden, warum sich Fische so verhalten können? Und ich fand heraus, dass einer der Gründe für die Vorliebe der Fische für hohe Sprünge der banale Sauerstoffmangel im Wasser ist. Im Video ist deutlich zu sehen, dass das Gewässer stark verschmutzt ist, wodurch weniger Platz für Sauerstoff im Wasser bleibt und die Fische ihn daher außerhalb des Wassers aufnehmen müssen. So ist das. Dieses Video habe ich Ihnen ausschließlich wegen seiner Intrige gezeigt. Von den ersten Sekunden an entsteht der Eindruck, dass wir Zeugen eines echten Triumphes des Anglers werden. Schauen Sie selbst. Ein trüber Fluss mit starker Strömung, der Angler in voller Kampfbereitschaft, und er beobachtet aufmerksam den Schwimmer, um den perfekten Moment abzuwarten, um den lang ersehnten Fang zu machen. Und sogar ein Helfer ist in der Nähe, bereit im Falle eines großen Fangs abzusichern. Und da ist der lang ersehnte Moment. Der Angler beginnt plötzlich, die Rolle zu drehen und zieht etwas Geheimnisvolles aus der Tiefe. Das Wasser brodelt. Die Strömung scheint es wegziehen zu wollen. Den Fang zurück. Aber der Angler gibt nicht auf. Er zieht die Beute beharrlich immer näher heran. In einem Moment blitzt ein dunkler Fleck im Wasser auf. Die Spannung steigt. Der Helfer eilt zur Hilfe, bereits einen großen Trophäe erwartend. Und schließlich ziehen sie einen Gummistiefel aus dem Wasser. Was für eine Wendung! Und ich hatte schon angefangen, an diesen Fang zu glauben. Ehrlich gesagt, kann ich immer noch nicht verstehen, ob das eine geniale Inszenierung oder reiner Zufall ist. In jedem Fall muss man zugeben, dass ein Gummistiefel wohl das harmloseste ist, was man in solch kristallklarem Wasser fangen kann. Nun ja, auch ein solcher Fang ist ein Ergebnis. Und wir machen weiter. Dieses Video hat gezeigt, dass diese Angler den Physikunterricht in der Schule geschwänzt haben. Also, was sehen wir? Ein Motorboot bewegt sich mit ziemlich hoher Geschwindigkeit auf dem Fluss. Plötzlich taucht ein zweites Boot auf, das noch schneller fährt. Die Konkurrenten überholen den Autor des Videos sehr schnell. Die zurückbleibenden Angler geben Gas und versuchen, die Führenden einzuholen. Aber da ist das Problem. Das Boot kippt plötzlich um und die Angler wären fast Futter für die Fische geworden. Warum ist das passiert? Ich möchte für Sie eine lehrreiche Mini-Lektion durchführen. Als das zweite Boot das erste überholte, hinterließ es eine starke Wasserwelle. Das sind turbulente Strömungen, die durch die Drehung des Propellers und die Bewegung des Rumpfes im Wasser entstehen. Das Wasser in dieser Spur wird ungleichmäßig. Es entstehen Wellen, Wirbel und plötzliche Druckschwankungen. Das erste Boot, das in diese Spur geriet, befand sich in einer Zone der Instabilität. Die Wellen begannen, den Rumpf zu schaukeln und die turbulenten Strömungen beeinträchtigten die Stabilität. Im Grunde ist das der Effekt der Strömungsfalle, wenn ein Objekt in einen instabilen Raum gerät, der von einem anderen geschaffen wurde. Es ist sehr schade, dass diese Fischer nichts davon wussten. Dann wären sie trocken geblieben. Während ich dieses Video ansah, ließ mich ein Gedanke nicht los. Dieser Kerl riskiert stark seine Beine. Wenn er das Gleichgewicht nicht gehalten hätte oder auch nur ein Fisch versucht hätte, auf ihn zu springen, könnten die Folgen sehr unangenehm sein. Aber der Held dieses Videos hatte Glück. Nun zumindest wurde nichts Außergewöhnliches auf der Aufnahme festgehalten. Wer braucht überhaupt Piranhas? Sind sie wirklich essbar? In den Ländern Südamerikas, besonders in Brasilien und Peru, sind Piranhas nicht nur eine Bedrohung für verirrte Schwimmer, sondern durchaus eine Delikatesse. Sie werden gebraten, gekocht, gebacken und sogar in Suppen hinzugefügt. Man sagt, dass ihr Fleisch ziemlich lecker, zart, weiß und mit einem leicht süßlichen Geschmack ist. Aber sie haben so viele Gräten, dass der Kochprozess zu einem echten Rätsel wird. Nun, würden Sie gerne eine solche Delikatesse probieren oder haben Sie bereits eine ähnliche Erfahrung gemacht? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Achten Sie auf dieses Video. Hier entfaltet sich ein echter Kampf, nicht um Leben, sondern um Tod. Obwohl wir das die meiste Zeit nicht sehen, da die Fische selten aus dem Wasser auftauchen. Aber man kann vermuten, dass sie sich verzweifelt gewehrt hat. Doch die Kräfte sind nicht unendlich, und irgendwann schien der Fisch müde zu werden und den Fischern nachzugeben. Und diese, in Erwartung des Sieges, beeilten sich, das Netz zu holen und fingen geschickt die Beute ein. Es schien, als wäre dies der lang ersehnte Triumph. Die Anwesenden riefen sofort vor Freude, als ob sie bereits den erfolgreichen Fang feiern würden. Aber, wie sich herausstellte, freuten sie sich zu früh.
Sobald der Fisch im Netz war und es Zeit war, ihn an Bord zu heben, ging etwas schief. Entweder hielt das Netz nicht stand und begann zu reißen, oder die Konstruktion des Netzes war zu schwach, das werden wir nicht mehr erfahren. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das Angeln für diese Jungs nicht so endete, wie sie es geplant hatten. Nun, die Schlussfolgerung ist einfach: Freue dich nie zu früh. Und wir gehen zum nächsten Video über. Nun Freunde, hier ist eine weitere Geschichte darüber, dass man sich niemals entspannen sollte. Es schien, als wäre das Glück schon in den Händen, der Fisch am Haken, der Fangfass deiner... Aber dann stürmt ein flauschiger Räuber herein und schnappt dir den Fisch direkt vor der Nase weg. Schaut, wie meisterhaft diese Katze arbeitet. Kein Zweifel, keine Pause, ein sofortiger Sprung aus dem Nichts, ein präziser Griff und ein sofortiges Verschwinden mit der Beute. Ein solches Maß an Professionalität findet man nur bei Ninjas. Und unser Fischer hat offensichtlich nicht erwartet, dass sein Hauptkonkurrent weder der Fisch noch seine eigene Ungeschicklichkeit ist. Ein gewöhnlicher, auf den ersten Blick, Kater. Aber das Lustigste ist die Reaktion des Fischers. Statt Wut oder Enttäuschung Lachen. Denn was kann man da schon machen? Der Fisch ist weg, der Fang ist verschwunden und die Katze hat nur nasse Spuren und die Erkenntnis hinterlassen, wer hier der Hauptjäger am Ufer ist. Aber beim nächsten Mal, bevor man zum Angeln geht, sollte man nicht nur an die Ausrüstung denken, sondern auch an mögliche Konkurrenten. Nun, da ist er wieder, der Hauptliebhaber des kostenlosen Fangs. In einem der vorherigen Videos hat das Krokodil schon einen Schlag auf den Kopf bekommen. Anscheinend hat es die Lektion gelernt, jetzt handelt es schneller und geschickter, sogar das Opfer hat es kleiner gewählt. Einem Kind den Fang abzunehmen ist auf jeden Fall einfacher als einem Erwachsenen. Schauen Sie, wie alles perfekt berechnet war. Der Junge zieht freudig seinen Fang heran und stellt sich schon vor, wie großartig es sein wird. Der Fang und dann plötzlich, bumm! Ein Krokodil taucht auf und zerstört alle Pläne. Der Fisch ist verschwunden und der Junge bleibt nur mit der Angelrute und riesigen Augen vor Überraschung zurück. Der Junge hat eine harte Lebenslektion erhalten, die zeigt, dass man selbst mit harter Arbeit nicht immer einen Fisch aus dem Teich fängt. Das Interessanteste ist der Zeitpunkt, den das Krokodil gewählt hat. Es wusste genau, wann es angreifen sollte, wartete, bis der Fisch in einer günstigen Position war und riss ihn buchstäblich in einer Sekunde heraus. Es scheint, als hätte es den Prozess schon lange beobachtet und einfach auf seinen Moment gewartet. Es scheint, als hätte das Krokodil beschlossen, sich für das vorherige Missgeschick zu revanchieren. Die Frage ist nur, wenn es so weitergeht, wer wird sein nächstes Opfer? Ich deute auf nichts hin, aber ich rate Ihnen, beim Angeln vorsichtig zu sein, selbst wenn Sie aus Gegenden kommen, in denen es keine Krokodile gibt. Man weiß ja nie. Das verstehe ich. Reaktion: Es scheint, dieser Kerl ist nicht nur ein Angler, sondern ein echter Profi-Spezialagent aus der Welt des Angelns. Zuerst verliert er die Angelrute, aber anstatt in Panik zu geraten, macht er einen blitzschnellen Tauchgang und dann, als ob nichts passiert wäre, zieht er sofort den Fisch heraus. Schauen Sie, mit welcher Geschwindigkeit er arbeitet. Während andere verwirrt wären, greift er ohne unnötige Bewegungen die Angelrute und ist sofort im Prozess. Es fühlt sich an, als wären solche schwierigen Situationen für ihn Alltag. Aber das Beeindruckendste ist die Geschwindigkeit, mit der er die Rolle dreht. Es scheint, als würde die Schnur in einer Sekunde vor Reibung Feuer fangen. Und hier ist das Ergebnis. Der Fisch ist gefangen, die Mission erfüllt, der Fang ist da. Und wenn er sich auch nur einen Moment verzögert hätte, hätte alles ganz anders enden können. Also eine Lektion für die Zukunft, die Angelrute, verlieren. Es ist nicht schlimm, wenn du eine Reaktion wie dieser Typ hast. Aber besser ist es natürlich, sie einfach fester zu halten. Jetzt werden Sie Zeuge von etwas völlig Verrücktem. Schauen Sie sich dieses Bild an. Ein ruhiger Teich, Stille und ein weißer Fleck im Wasser. Was ist das? Es stellte sich heraus, dass es ein Mann in einem weißen T-Shirt war, der ein Krokodil aus dem Wasser geholt hat. Ja, Sie haben richtig verstanden. Dieser Typ ist buchstäblich unter Wasser getaucht und hat von dort einen echten Raubtier herausgeholt. Allerdings wurde das nicht zum Spaß gemacht. Wie Sie sehen, hatte das Krokodil im Maul einen kleinen Hund. Wie hat er sich überhaupt dazu entschlossen? Denn Krokodile sind Jagdmaschinen, geborene Killer mit Kiefern, die sich mit erschreckender Kraft schließen. Aber dieser Mensch scheint nicht nur mutig zu sein, er ist möglicherweise der Einzige, der es wagte, die Beute direkt aus den Zähnen dieses Monsters zu nehmen. Der Hund ist offensichtlich schockiert, aber das Wichtigste ist, dass er lebt. Er jault, aber steht auf den Beinen, denn er ist schnell weggelaufen. Das bedeutet, dass der Retter rechtzeitig kam. Und das Krokodil, nun, es hat offensichtlich nicht mit einer solchen Wendung der Ereignisse gerechnet. Ja, nicht alle Helden tragen Umhänge. Nun, Freunde, vor uns liegt ein klassisches Beispiel dafür, wie man einen Tag beim Angeln nicht beginnen sollte. Es schien eine einfache Aufgabe zu sein, ein Loch ins Eis zu bohren, die Ausrüstung aufzustellen und auf den Fang zu warten. Aber etwas ging schief. Der Mann bereitete sich vor, holte einen speziellen Bohrer heraus, startete ihn und dann begann die Show.
Der Bohrer begann sofort zu wackeln, die Technik führte ein Eigenleben und anstatt das Eis zu bohren, verwandelte sich das Gerät in ein unkontrollierbares Karussell. Schauen Sie, wie es über den Schnee rast. Das ist kein Werkzeug mehr, sondern ein wildes Tier, das der Besitzer einfach nicht zähmen kann. Der Mann versucht, ihn zu fassen, aber jedes Mal reißt sich der Bohrer los und zieht immer neue Kurven. Es fühlt sich an, als wäre er entweder beleidigt oder protestiert gegen die Arbeit bei solch kaltem Wetter. Freunde, vergesst nicht, Technik erfordert Respekt und einen festen Griff. Andernfalls kann man nicht nur ohne Fisch, sondern auch ohne Werkzeuge dastehen. Zum Fangen